Servus und grüß dich zum CubeStar Chiemsee Showcase mit Andi und Bene und heute im Fokus das brandneue Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 750 in der 29er Ausführung. Und was dieses All-Mountain E-Fully alles zu bieten hat, erfährst du nach dem Intro. Der Song packt mal so. Für das Modelljahr 2022 wurde das Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL 75029 komplett überarbeitet. Die größten Veränderungen finden sich in den Rahmengrößen M, L und XL wieder, also bei allen E-Bikes mit 29 Zoll Laufrädern. Um genügend Platz für den neuen größeren Akku zu schaffen, hat Cube die Rahmen komplett überarbeitet und dem Cube Stereo Hybrid 140 SL HPC eine neue Geometrie verpasst. Dies kommt auch der Integration des neuen BESS 3 Steckersystems zugute. BESS 3 steht für Bosch Electric Systems und beschreibt die neueste Generation an Bosch E-Bike Antriebstechnologie. Bei BESS 3 handelt es sich um ein komplett neues Ökosystem. Dies bedeutet neue Stecker, neue Akkus. Stichwort Akku. Hier hat sich nämlich auch einiges getan, denn zum ersten Mal wurde die magische 100 Kilometer Marke in puncto Reichweite geknackt. Zu verdanken ist dies dem neuen 750 Wattstunden PowerTube Akku mit einer Kapazitätssteigerung von satten 20% im Vergleich zu den Vorjahresmodellen. Verbaut ist dieser wieder in einem zuverlässigen Rahmen aus HPC. HPC steht für High Performance Composite und beschreibt eine Kombination aus zwei Werkstoffen. Im Fall des Stereo Hybrid 140 HPC SL ist das vordere Rahmendreieck aus Carbon gefertigt und der Hinterbau aus Aluminium. Beim Antrieb setzt Cube wieder auf die Bosch CX-Motoren der 4. Generation mit einem maximalen Drehmoment von kräftigen 85 Newtonmetern. Auch an der Front hat sich Cube nicht lumpen lassen. Zusammen mit Arcos hat Cube einen brandneuen Steuersatz entwickelt, der es ermöglicht, alle Kabel- und Seilzüge auf kürzesten Weg in den Rahmen zu führen. Dadurch sind diese vor äußeren Einflüssen geschützt und es steht eine elegante und cleane Optik. Mit dem Smart-System hat Bosch eine noch nie dagewesene kabellose Integration der einzelnen Komponenten geschaffen. Individuelle Anpassungen der Fahrmodi sowie Software-Updates über die Bosch E-Bike Flow App sind jetzt möglich. Weitere Infos zum Bosch Smart-System und der E-Bike Flow App findest du in einem unserer weiteren Videos. Werfen wir doch mal einen Blick auf das neue Kiox 300. Hier ist die Steuereinheit, also das Gehirn des E-Bikes, zum ersten Mal von dem Display in die LED-Remote gewandert. Über diese kannst du die Fahrmodi bequem ansteuern. Davon gibt es auch beim Kiox 300 wieder 5 Stück, nämlich Off für Aus, Eco, der Stromsparmodus, der neue Turm Plus Modus, der dynamische E-Mountainbike-Modus und natürlich Turbo. Kiox 300 wurde neu gestaltet. Der Akku ist aus dem fast rahmenlosen Display verschwunden. Somit wurde die gesamte Einheit um einiges leichter. Möchtest du auf das Display verzichten, kannst du das jetzt tun. Das ergonomisch geformte LED-Remote fungiert als Standalone-Unit und kommuniziert mit dir über unmissverständliche Farbcodes. So hast du immer alle Informationen bezüglich Akkustand und Fahrmodi. Der integrierte Helligkeitssensor sorgt dabei, dass du bei sämtlichen Lichtverhältnissen immer die optimale Ablesbarkeit hast. Auch bei den Details ist Cube aufs Ganze gegangen. Die Ladebuchse wurde neu gestaltet und der Geschwindigkeitssensor wurde formschön in den Hinterbau in Achsnähe integriert. Erstmalig findet auch SRAM UDH Einzug. UDH steht für Universal Derailleur Hanger und beschreibt eine neue, standardisierte Generation von Schaltaugen. Dank eines Gelenks kann das UDH nach hinten ausschwingen und so teure Schäden verhindern. Eine gefasste Innenkante verhindert außerdem Kettenklemmer. Ein beliebtes Upgrade bei den Modellen der Stereo Hybrid 140 Palette ist ein Seitenständer. Dieser lässt sich mit der Flat-Mount-Aufnahme jetzt formschön in den Hinterbau integrieren. Narrow-Wide-Kettenblätter und ein Schaltwerk mit Rückschaltkupplung kombiniert mit der neuen Cube-Kettenführung sorgen dafür, dass deine Kette auch immer da bleibt, wo sie hingehört. An der Front des Stereo Hybrid 140 HPC SL werkelt eine Fox 34 Rhythm mit Grip 2 Adjuster. Über einen Hebel lassen sich die zwei individuellen Fahrmodi ansteuern.
Auch am Heck vertraut Cube auf das Federbein von Fox. Mit einem Fox Float DPS Evol kannst du jeden Trail unter die Reifen nehmen. Über den 3 Positioning Adjuster lassen sich bequem die Fahrmodi Open, Medium und Firm einstellen. So kannst du den Dämpfer immer perfekt auf jedes Gelände anpassen. Damit du die 24,4 Kilo des Cube Stereo Hybrid HPC 140 SL auch immer unter Kontrolle hast, wurde das Bike mit der Shimano XT4 Kolbenbremse ausgestattet. In Kombination mit den großen 203 mm Rotoren geht dir nie die Bremskraft aus. Am Antrieb verbaut Cube einen stimmigen Mix aus Diore und XT. 1x12 Antriebe haben sich in den letzten Jahren in fast allen Bereichen durchgesetzt. Durch eine stimmige Gangabstimmung lassen sich auch die steilsten Rampen attackieren. Sowohl das Schaltwerk als auch die Kassette benutzen Shimano Hyperglide. Hyperglide ist die neueste Errungenschaft von Shimano. Sie ermöglicht das Schalten unter Last. Somit kann man die Schaltvorgänge mit denen eines modernen Kfz-Automatikgetriebes vergleichen. Zu guter Letzt steht das Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL auf Schwalbe-Handstampfreifen mit der Super Trail Karkasse. Genau die richtige Mischung zwischen Rollwiderstand und Pannenschutz. Das Cube Stereo Hybrid 140 HPC SL ist das perfekte E-Bike für dich, wenn du es sowohl im Alltag wie auch auf dem Trail richtig krachen lassen willst. Wenn dir das Video gefallen hat oder du noch mehr Videos zu anderen Bikes sehen willst, schreib es doch einfach gerne in die Kommentare und lass ein Abo und ein Like da. Oder du besuchst uns direkt in einem unserer beiden Stores. Wir freuen uns auf dich.